Hallo liebe Foto- und Videofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Dass ich mich auch für Gebrauchtprodukte interessiere, das habe ich euch ja schon Anfang des Jahres mal in einem Video kundgetan. Da hatte ich mir eine Nikon D610 gebraucht zugelegt und ich kann euch nur sagen, meine Wünsche haben sich hier voll erfüllt. Also das Produkt ist einwandfrei. Ich habe da jetzt schon ein paar Shootings mit durchgezogen. Also überhaupt keine Geschichte. Nun, es interessieren mich aber natürlich auch nicht nur gebrauchte Kameras und ich bin auch immer unterwegs auf der Suche nach Equipment, das ich gut verwenden kann. Und ihr wisst, ich habe ja jetzt zum Beispiel eine Forta Octagonal Softbox mit 80 Zentimeter, die ist ganz toll und funktioniert einwandfrei, hat eine gute Qualität bis auf die Waben, das habe ich euch neulich dann mal in einem Video gezeigt. Nun denn, ja, die Dinger, die gehen halt leicht kaputt, übrigens auch neu, muss man sagen, ich habe ja welche nachgekauft und die sind eigentlich auch so, wie ihr das hier seht. Naja, das ist eher so ein Papiermaterial, aus dem die Dinger gefertigt sind. Nicht weiter schlimm, aber man muss halt aufpassen. Nun, äh, ich habe kein Problem mit günstigen Produkten. Warum? In der Regel sind sie mittlerweile heutzutage sehr ordentlich gefertigt, haben manchen kleinen Mangel, den man dann auch selber beseitigen kann. Gut, das ist nicht weiter schlimm. Und dann macht man das halt und hat trotzdem jahrelang etwas von dem Produkt. Ehe ich mir dann zum Beispiel Waben kaufe für 200 bis 300 Euro, und Leute, das gibt's durchaus, die dann meinetwegen 10 Jahre oder 15 Jahre halten, erhole ich mir dann lieber für 10, 12 Euro neue Waben und die halten dann eben nur ein paar Jahre lang, 4 oder 5 Jahre. Das ist für mich nicht weiter schlimm. So, auf jeden Fall war das jetzt so, die Octa-Box, die ist super und sie funktioniert auch im praktischen Studioleben einwandfrei. Es hat bloß einen kleinen Nachteil, die Catchlights in den Augen, also gerade bei großformatigen Porträts, die sind natürlich achteckig und sehen nicht ganz so hübsch aus wie wirklich runde Catchlights, also Reflexionen in den Augen. Da habe ich mir schon ewig überlegt, wenn ich mal günstig eine Parabol-Softbox kriege, dann schlage ich da einfach zu. Und siehe da, neulich war es soweit. Ich habe mal wieder ein bisschen im Internet herumgestromert und war auf der Amazon-Webseite und habe mal wieder nach Parabol gesucht und tatsächlich habe ich von eMart ein Angebot gefunden. Das ist also ein chinesischer Vertrieb, so ein Billigvertrieb wie viele andere. Funktioniert's und die verkaufen was, bleibt der Laden bestehen, funktioniert's nicht, wird er wieder eingestampft. Ich führe euch das gerade hier jetzt mal im Video mal vor, also da ist nicht viel los bei denen. Und da gibt's aber auf dem Amazon Warehouse Gebrauchtprodukte beziehungsweise eben eine Parabol-Softbox als Gebrauchtprodukt oder eben als B-Ware. Naja, also und das Ding hier, das war eben deklariert für 35 Euro, ein paar zerquetschte, 35,50 € oder so. Auch das blende ich euch hier ein. Billigst, also für eine 85 Zentimeter Parabolbox mit Innen-Außendiffusor und Grids mit dabei, eigentlich ein super Preis. Habe ich also gleich bestellt. Jetzt kam schon die erste Überraschung und da möchte ich auch bei euch einen Nerv dafür wecken. Wenn ihr das bestellt habt, geht trotzdem nochmal zurück auf die Produktseite. Mir ist da nämlich Folgendes passiert. Ich hatte meines gerade bestellt, habe die Bestellbestätigung erhalten, gehe aber nochmal zurück auf die Produktseite und plötzlich wurde das Ding für 29 Euro ein paar zerquetschte angeboten, also unter 30 Euro. Sollte haben ein paar kleine Macken, also einen Kratzer im Metall und eine matte Stelle und die Verpackung soll beschädigt sein. Stand da. Habe ich gedacht, naja, wenn Kratzer im Metall, mein Gott, das hat's bei mir nach 5 Tagen Studioarbeit sowieso auch, eine matte Stelle, macht mir auch nichts aus. Schauen wir doch mal, was das jetzt für ein Ding ist. Hab die erste Bestellung wieder storniert und habe dann nochmal nachbestellt und habe das Ding jetzt erhalten für 29,57 € oder so. Alles super gut. Und was mir jetzt mit diesem Produkt widerfahren ist, beziehungsweise ob es jetzt wirklich diese Erwartungen erfüllt, die ich in es habe, und die sind, weiß Gott, nicht unglaublich hoch, das seht ihr hier in diesem Video. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja, und da sehen wir schon den Karton Amazon Warehouse Sticker drauf. Habe ich euch ja jetzt schon im Detail gezeigt. Ja, und an und für sich kann man hier jetzt nichts sagen. Also da habe ich Kartons von Amazon bekommen, also Umverpackungen, die waren schon in einem deutlich schlechteren Zustand. Und das Ganze war als neu deklariert.
Ja, da ist noch ein bisschen viel Tesafilm drauf, da muss ich ein bisschen rumschnippeln. Natürlich mache ich das entsprechend vorsichtig, ist ja ganz klar. Ich will ja nicht den Inhalt beschädigen, auch im Hinblick darauf, dass ich das Ganze ja nicht unbedingt wieder zurückschicken will. Und da haben wir schon mal die Tasche von dieser Box. Die schaut schon ganz ordentlich aus. Also hier ist auch so, wie man jetzt hier sieht, erstmal gar nichts beschädigt, kaputt oder eingerissen oder sonst was, wie man das nennen will. Und dann klette ich das mal auf und hole den Inhalt raus. Ja, und dann haben wir hier die Box. Die ist ein bisschen kurios zusammengefaltet, erkläre ich später. Und hier haben wir den Bones-Adapter. Und da habe ich jetzt gedacht, okay, da wird der Kratzer irgendwo drauf sein. Ist er aber nicht. Also dieser Adapter ist absolut fehlerfrei. Picobello aus Alu natürlich das Teil, sonst ist da in diesem Plastiktütchen nichts drin. Und dann haben wir hier jetzt die Waben, also den Grid, das Gitter. Und da war ich schon mal gleich angenehm überrascht. Das Ding hatte also eine ordentliche Höhe, das werdet ihr nachher noch sehen. Und tatsächlich ist das, ich glaube, aus Polyester, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall aus Kunststoff und deutlich stabiler. Gefällt mir. Gleich mal rein, brauchen wir später. Was haben wir hier dann? Ach ja, die Diffusoren. Und auch hier gibt es eine angenehme Überraschung oder sogar zwei. Ich falte das Ganze mal auf, das Plastik kommt weg. Und da haben wir also erstmal hier drumherum den Außendiffusor und der Innendiffusor, das werdet ihr jetzt sehen, der liegt innen drin. Und der wird angeklettet, also diese komischen kleinen Klammern, die da sonst dabei sind, mit denen das mit Gummibändern dann festgemacht wird, das gibt es hier nicht. Sehr schön. So. Sonst war mir jetzt erstmal nichts aufgefallen. Bloß die Befestigung, die gestaltet sich etwas umständlich. Da muss man aufpassen. Also das habe ich jetzt ein paar Mal auch für dieses Video üben müssen, bis ich das jetzt mal aufs erste Mal hinbekommen habe. Man legt also den Adapter in den Speedring ein und hat hier so einen Nippel, der ist federnd gelagert und einen Sperrriegel. Und der schnappt dann automatisch ein. Dann biegt man das Ganze hoch und jetzt kommt's, da braucht man schon sehr viel Kraft dazu. Also für zarte Damenhände oder schwächliche Finger ist das Ganze nichts. Und dann rastet das hier automatisch ein, der Nippel wird runtergedrückt von dem Adapter und dann passt das. Aber es hält, es funktioniert. Und auch hier von außen nichts zu sehen. Also auch der Speedring oder die innere Reflexionsfläche, alles Picobello. Also ich weiß nicht, was da beschädigt sein soll. Dann bringen wir das Ganze mal an meinem VC600 von Valimax an. Auch das funktioniert einwandfrei. Hier ist nichts zu bemängeln. Hier sieht man dann auch die kleinen Laschen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie dieser Grid montiert wird. Und da habe ich zuerst einen kleinen Fehler gemacht. Das hat sich aber nicht negativ ausgewirkt. Das sage ich euch dann jetzt gleich noch. Also auf jeden Fall faltet man das Ding auf. Das ist in sich total verklettet. Und ich bin sehr angenehm überrascht. Also der Klett außen, der ist relativ grob und der ist tatsächlich 4 cm breit. Also das Ganze ist sehr stabil. Und dieser Flausch, den ihr hier seht, also an den das angeklettet wird, der ist wie Samt. Das ist ein ganz feiner Flausch. Habe ich bisher auch noch nicht gesehen. So und so, wie ich das mache, ist es eigentlich technisch korrekt. Ich hätte bloß anders anfangen müssen, denn dieser Grid, der ist sozusagen einmal unterbrochen. Und an und für sich fängt man mit einem Anfangsstück dann oder einem Endstück an. Das hat aber hier dann trotzdem gut geklappt. Ist bloß an der linken Kante nicht ganz sauber geworden. Das werdet ihr dann jetzt auch hier bemerkt haben. Aber der Grid, der spannt sich ordentlich auf, hängt sehr stabil, wie man hier jetzt auch sieht. Funktioniert. Gefällt mir. Top, ich bin überrascht und zwar angenehm. Ja, das Ganze wird sich noch glatt ziehen. Das ist also auch keine Geschichte. So, und dann messe ich mal die Größe der Felder nach und tatsächlich sind das 5 mal 5 cm und die Waben sind 4 cm tief. Also das sorgt schon für eine gute Abschottung des Streulichts. Kann man nicht sagen. Der Winkel bliebe dann mal auszurechnen. Hier habe ich den Innendiffusor schon vorbefestigt.
Ja, und wie ihr seht, also auch das ist mit Klett ganz einfach gelöst, aber wirkungsvoll. Das ist viel besser als mit diesen komischen Metallhaken an den normalen Gummis, die ja dann doch mit der Zeit ausleiern. Sehr lobenswert, hat mir gut gefallen. Der Außendiffusor gibt auch keine großen Rätsel auf. Was mir aber hier dann aufgefallen ist, werde ich gleich noch im Detail erläutern. Da war ich sehr überrascht. Also ich muss wirklich sagen, bei diesem Kauf, da wurde ich doch im Positiven ganz gut überzeugt von diesem Produkt. Kann man wirklich nicht meckern. Und auch der lässt sich gut aufbringen. Also von daher überhaupt kein Problem. Und es bleibt, wenn man ihn hinten am Flausch ansetzt, dann auch wirklich genug Platz, um eigentlich vorne noch das Gitter, also den Grid, befestigen zu können. Wobei ich persönlich das ein bisschen für Unfug halte. Also äh, zum einen das Licht richten zu wollen und zum anderen dann einen Lichtstreuer noch hinten anzusetzen. Naja, aber wer es denn mag, ich habe das schon öfters gesehen, also ich mache das nicht so. Bei mir gibt es nur entweder Diffusor oder Waben. Ja, wie ihr seht, alles ganz einfach. Und wenn man eben nur den Diffusor aufspannt, dann kann man den auch weiter vorne ansetzen, dann spannt er noch deutlich stabiler. Ja, passt. Kann man gut anstreichen, ist völlig in Ordnung. Und hier haben wir das Ganze jetzt nochmal in der Detailansicht. Und was mich so total beeindruckt, das ist diese Weichheit dieses Flauschs. Also das ist schon sehr hochwertig. Und absolut neu für mich war, dass es einen Klett gibt, der wirklich nur so direkt aus einem Kunststoffstreifen besteht. Schaut euch das mal an. Das ist erstaunlich. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Normal sind die Kletts für mich solche schlingenartigen Teile. Das sieht man hier gar nicht. Nun, liebe Freunde, das ist doch schon der Hit, oder? Äh, Ich möchte euch was erzählen. Meine allerersten Softboxen waren 80 mal 120 Zentimeter Rechteckboxen. Das habe ich schon mal in einem anderen Video kundgetan. Und diese Boxen, die waren wirklich billig. Da haben sich sofort die Nähte, was heißt sofort, aber schon nach einem Jahr haben angefangen, sich die Boxennähte von der Bespannung aufzulösen. Von Waben war gar keine Rede und die Innendiffusoren, die vergilbten auch relativ schnell. Und das Ganze hat mich damals pro Box knappe 45 €, glaube ich, gekostet. Das war schon recht günstig. Hatte aber keinen Bowens-Adapter, sondern einen normalen Universaladapter, wo man das eben dann auf Blitze draufschrauben konnte, also auf Studioblitze. Also längst nicht diesen Gegenwert, was diese Produkte heutzutage haben. Also man mag den Chinesen viel nachsagen, aber sie haben ihren Standard schon verbessert. Und das ist natürlich auch hier der Fall gewesen. Also ich war jetzt wirklich bass erstaunt, was man geboten bekommt. Und natürlich ist es auch so, ich habe es ja im Video schon erwähnt, zum Beispiel die Art, wie man diese Box aufspannt. Natürlich ist es gewöhnungsbedürftig. Man muss es ein paar Mal üben, bis man das wirklich im Griff hat. So man die Box dann mitnehmen will an einen Standort, also on Location und nicht nur ausschließlich so wie ich eigentlich im Studio benutzt. Aber wenn man sich da mal dran eingewurstelt hat, dann ist das keine Geschichte mehr. Und dann muss man halt auch sagen, sie hatte keinerlei Beschädigungen. Also im Prinzip war das wirklich wie ein neues Produkt. Also ich habe den Kratzer nicht entdeckt. Ich habe keine matte Stelle entdeckt. Die Bespannung war einwandfrei. Die ist natürlich aufgrund der Konstruktion bedingt ein bisschen leichter als jetzt zum Beispiel die der Octabox oder der Striplights von mir. Aber das ist ja klar, sonst kriegt man sie ja überhaupt nicht mehr aufgespannt. Und es ging trotzdem sehr schwer und knackig. Also für zarte Mädchenhände oder schwächliche Menschen ist es also bestimmt nicht geeignet und schon sehr kraftaufwendig. Aber insgesamt muss ich sagen, habe ich mich jetzt dann doch entschlossen, jetzt auch ein Probeshooting zu machen, wo ich gleich dieses Messvideo, was ich ja normalerweise für solche Produkte, also Lichtformer abliefere, dann gleich inkludiere.
Also eines der nächsten Videos wird sein, ich pflanze das Ding mal auf, teste es gegen eine graue Wand, messe es auch ein mit dem Belichtungsmesser, um euch dann zu demonstrieren, taugt diese Box von der Lichtverteilung etwas, und dann mache ich auch ein kleines Shooting mit einem Männlein oder Weiblein und dann schauen wir uns an, wie das Licht wirkt. Auch und gerade im Vergleich mit der fast gleich großen Octabox. Das ist ja dann nämlich optimal. So, das war's dann mal wieder für heute und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo hinterlasst, so ihr das noch nicht getan habt, oder diesem Video ein Like schenkt und mich damit dann auch direkt unterstützt und diesen Kanal. Dann wünsche ich euch alles Gute. Schaut mal, ob es diese Box noch gibt, wenn ihr an einem solchen Produkt interessiert seid. Wie gesagt, Links und alles findet ihr unten in der Beschreibung. Das habe ich ja jetzt schon öfters gesagt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Alex Schwarz.